Hallo, wir sind die 9e des Gymnasium Altonas und haben das Thema Eduard Dukesch und den jüdischen Friedhof Altona ausgewählt. Wir wollen euch nun auf eine sehr aufregende Reise in die Vergangenheit mitnehmen und wünschen euch viel Spaß. Eduard Jecheskel Dukesch wurde am 3. August 1868 in Ungarn geboren. Mit 22 Jahren ist er nach Altona gekommen, wo er langjähriger Klausrabbiner der Gemeinde wurde sowie Mitglied des Rabbinergerichts. Eduard Dukesch gilt als Vorreiter der jüdischen Familienforschung. Anhand der Grabinschriften auf dem jüdischen Friedhof Königstraße sammelte er Informationen und analysierte diese. Aus diesen Informationen heraus verfasste er bedeutende biografische Werke über jüdische Familien aus Hamburg und Altona. 1938 emigrierte er in die Niederlande. 5 Jahre später wurde er von den Nazis im Durchgangslager Westerbroek interniert und 1944 ins KZ Auschwitz deportiert, wo er noch im selben Jahr starb. Er hinterließ ein großes Fotoarchiv, durch welches bis heute noch viele Institute und Forscher sein Werk weiterführen können. Um mehr über den Friedhof Königstraße und dessen Zusammenhang mit Eduard Dukesch herauszufinden, haben wir ein Interview mit Nadine Kaspersinski geführt. Sie hatte uns vorher einen Rundgang über den Friedhof gegeben. Genau, also Eduard Dukesch ist 1868 in der ungarischen Slowakei geboren worden und ist dann eben über Umwege dann hier nach Altona gekommen und hat die jüdische Familienforschung quasi hier in Hamburg begründet. Das heißt, er hat zum Beispiel verschiedene Familien hier auf dem Friedhof untersucht, zum Beispiel wichtige Aufnahmen durchgeführt, also fotografische Aufnahmen von den Grabsteinen gemacht, hat verschiedene Stammbäume erstellt und damit können wir eben heutzutage sehen, zum einen, wie sah der Friedhof früher aus, also welche Aufnahmen wurden gemacht, aber auch welche Familien gab es, also konnten eben wichtige Informationen und als Quellen nutzen für die heutige Forschungsarbeit. Am 31. Mai 1611 wurde der sephardische Teil, also der Teil der sogenannten portugiesischen Juden, wurde hier gegründet. Das heißt, die erste Aufgabe einer Gemeinde ist es einen Friedhofsplatz für die Ewigkeit zu erwerben und das geschah dann eben 1611. Bis 1869 wurde offiziell begraben, dann musste der Friedhof auf Anordnung vom schleswig-holsteinischen Innenministerium geschlossen werden. Aber weil der Friedhof seine hohe Bedeutung hatte, es gab hier auch verschiedene Rabbiner, Oberrabbiner, die hier begraben worden waren, gab es auch ausnahmsweise Beerdigungen nach dieser Schließung. Das heißt, 1877 war dann wirklich die allerletzte Beerdigung, aber offiziell bis 1869. Die jüdischen Grabsteine weisen zum einen ein einheitliches Muster auf, haben jedoch Akzente, welche sie einzigartig machen. Man kann Unterschiede vor allem zwischen den sephardischen und den askenasischen Grabsteinen erkennen. Die sephardischen Grabsteine sind waagerecht auf dem Boden und die askenasischen sind senkrecht aufgestellt. Die Grabsteine haben auch verschiedene Symbole. So stehen die segnenden Hände zum Beispiel für einen verstorbenen Priester. Eine schreibende Hand verweist auf einen ehemaligen Tora-Rollenschreiber. Der gefällte Baum ist ein Symbol für ein zu früh vollendetes Leben. Einige Zeichen, wie der Totenkopf, wurden aus dem Christentum übernommen. Und nach der Zeit des Nationalsozialismus, also 1945, kam der Friedhof dann wieder in Besitz der jüdischen Gemeinde und 1960 wurde er dann unter Denkmalschutz gestellt. Genau, es gab dann verschiedene Forschungen in den kommenden Jahren, gerade zum Beispiel von Michael Stude-Montalevi oder Dan Bondy, auch vom Salomon Steinheim Institut in Duisburg, die hier zum Beispiel Erforschungen der Inschriften auf dem aschkenasischen Friedhofsteil durchgeführt haben. Und seit 2007 gibt es dann auch das nach Eduard Dukesch benannte Besucherzentrum, hier das Eduard Dukesch Haus, die Eduard Dukesch Bibliothek. Und seitdem hat der Friedhof dann auch 3-mal die Woche geöffnet für Besucher, eben nachmittags, und man kann eben auch an der Führung teilnehmen. Genau. Das war unsere kleine Präsentation. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr konntet etwas lernen. Und hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht, über die Historie Eduard Dukesch und den Friedhof Königstraße zu forschen.